Friends, was geht? Willkommen zu einem neuen YouTube-Vlog. Komme gerade von Physio bei Malte. An dieser Stelle liebe Grüße. Es haben ein paar Leute gefragt, was ich so über den Tag esse, allgemein Nutrition etc. Und ich dachte mir, komm, nehmen wir euch mal mit, gehen wir einkaufen, zeige euch mal, was man so über den Tag einfach essen kann. Das ist ja natürlich keine Voraussetzung oder keine Regel, aber das, was ich so esse, gehen wir zu dem nächstgelegenen Supermarkt und kaufen ein bisschen ein. Let's go! Also wenn du einkaufen gehst, was ist so das erste, also was ist das Wichtigste für dich, wenn du einkaufen gehst? Das Wichtigste sind so ein paar Produkte, die einfach mein Immunsystem stärken. Ich würde anfangen, einfach, was nehme ich morgens früh? Sehr, sehr wichtig. Da nehme ich immer so eine kleine Knolle oder so, esse ich pur. Das mit Honig. Pur essen, super für das Immunsystem, stärkt den Körper nochmal. Ja, passt doch. Das war's, Leute, das kommt eine Ingwer. Ey, das reicht, also wenn man sich dadurch irgendwie fit halten kann, ey, braucht man mehr. Als nächstes Tomaten, Gurken, Paprika, jeden Morgen. Ich mache in der Regel so meine Kilometer jeden Morgen auf nüchternen Magen. Das heißt, ich gebe mir ein paar Datteln, 3 bis 5, 7, je nachdem, was mein Magen sagt. Und dann mache ich direkt meine Einheiten, also direkt meine Kilometer sammeln auf nüchternen Magen. Also ich kaufe meine Produkte, beziehungsweise ich hole meine Produkte immer bei meinem Vater. Mein Vater hat einen Lebensmittelladen, da kaufe ich dann immer Tomaten, beziehungsweise ja, Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch immer ein. Hier haben wir die wichtigste Quelle, Eier. Bei Eier achte ich wiederum auf Bio, da hole ich immer also entweder Bio-Eier oder Freiland. Immer reingucken, ihr wisst doch, ne? Auch wenn man nichts sieht, aber immer reingucken, das ist so ein, ja, das sieht super aus, ne? Also den Quatsch habe ich damals auch gegessen. Heißes Wasser rein, super Mahlzeit, in 3 Minuten ist es ready. Aber das war mal eine Zeit. Ja, jetzt wisst ihr doch, cleaner essen. Pasta. Pasta, sehr, sehr wichtig. Aber diese Abteilung hier skippen wir mal, ne? Warte, ich filme hier nicht, du kannst alles nehmen. Warte, ich mach die Kamera kurz. Also ich bin selber kein Engel, ne? Ich esse auch viel Quatsch, sehr oft. Ich liebe Kuchen. Klar, ab und zu isst man so ein Kuchenstück. Aber ey, wenn man eine gesunde Mitte hat, sich ein bisschen gut ernährt, proteinreich, nährstoffreich und so Omega-3-Quellen, dieser ganze Gedöns, ne? Prio, aber gönnt euch auch etwas. Weil ey, Lebensqualität ist wichtig. So, wenn man nur nach einem strikten Plan die ganze Zeit lebt, von morgens bis abends, wann wird man denn glücklich? Hör mal, was ist denn los hier? Vor allem nach den Runs morgen oder auch während der Fastenzeit, also ich faste hier momentan, was ich morgens immer esse, ist Skier. 10 von 10. Bleibt sehr lange im Magen, wird langsam abgebaut und man hat nicht dieses Hungergefühl. Das packe ich in eine Bowl mit Honig und Datteln. Ey, 10 von 10. Hast du auch so manchmal so eine Liste oder hast du alles so im Kopf? Also kaufst du immer das Gleiche, so immer einmäßig? Ich variiere immer. Also ich esse niemals jeden Tag dasselbe. Man hat so ein paar Produkte, die man fast jeden Tag isst, wie zum Beispiel wie Eier jeden Morgen. Dann hat man so einen Teil vom Protein abgedeckt für den Tag. Man sagt ja immer so Gewicht mal 2, dann hat man die Zahl für Proteingramm, die du zu dir nehmen musst. Aber ey, ich bin sehr oft auf dem Defizit und sowas, deswegen spielt das in meinem Fall jetzt gar keine Rolle. Hauptsache, dieses Hungergefühl ist nicht da und ich habe genug Kraft, die Einheiten zu machen. Und Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate müssen immer abgedeckt werden, weil Kohlenhydrate gleich Kraft, würde ich jetzt sagen. Ey, ich bin kein Ernährungswissenschaftler oder sonst was. Ey, lass mich einfach nur essen und meine Einheiten machen. Fast jeden Morgen, vor allem in der letzten Zeit, ich habe so einen Kick darauf bekommen, ist Räucherlachs. Jetzt haben die nur den, egal, Räucherlachs, super. Auf Brot, 10 von 10, mit Avocado. Deswegen gleich schon noch eine Avocado. So Landbrot oder keine Ahnung, Dinkelbrot. Kann man sich schon gut jeden Morgen geben. Aber jetzt nicht vor irgendeiner Laufeinheit, sondern wirklich, wenn dann nach einer Laufeinheit oder vor einer Gym-Session. Sehr, sehr gerne.
das ist sehr breit gefächert. Ich esse nicht jeden Tag dasselbe. Sehr viele Variationen, was ich so über den Tag esse. Aber da sind so Produkte, daily sind die schon drin. Bananen, ja so Fairtrade Bio-Bananen immer. Aber am besten Bananen, die schon etwas reifer sind. Die gehen, glaube ich, fit. Aber die fühlen sich schon sehr, sind einfach steinhart. Boah, dann könntest du Leute umbringen. Nimm einfach so einfach, weil die sind etwas weicher. Die müssen weich sein. Dann Wasser mit Zitrone. Deswegen Zitronen, super, immer Bio holen. Und Vitamin C. Aber holen wir mal hier einfach ein paar Orangen. Aber das sind doch keine, ja genau, Orangen. Jeden Morgen eine, durchschneiden, fertig. Golden Kiwi. Besser als grüne. Ja. Golden Kiwi. Sehr nice, vor allem, weil man die Schale mitessen kann. Die ist jetzt nicht so behaart wie die anderen. Da hat man so wenigstens ein paar Vitamine schon im Körper. So jeden Morgen Ingwer, so eine kleine Ingwerknolle mit Honig vorbeugen. Wie sagt man so schön? Vorsorge ist besser als Nachsorge. Süß. Was ich auch allgemein eher liebe, ist allgemein Obst. Also ich liebe auch Erdbeeren, wenn Erdbeersaison ist. Esse auch sehr gerne so Apfelgedöns und sowas. Äpfel habe ich aber gerade genug. Ein Apfel am Tag, am Morgen. Nein, wie hieß das? Ein Arzt nochmal. Aber es ist auf Ein Englisch. Apfel pro Tag. Nee, warte. Aber es ist auf Englisch, Das ist deswegen. auf Englisch? One apple a day keeps the doctor away. Great. Den Quatsch hier. Einfach auf Skier. In so Skier Bowls, Acai Bowls. Kann man immer sehr gerne drauf packen. Das sind ja so Variationen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Pasta macht, kann man das ja variieren. Man kann Brokkoli draufpacken, man kann alles Mögliche draufpacken. Aber so an sich Hauptgericht Pasta, Kohlenhydrate und was man on top nochmal draufpackt. Zum Beispiel Hähnchenbrust oder kein Plan. Tomaten. Das ist nur so on top Gerichte. Aber ja, so im Prinzip, das sind so Must-Haves, die ich habe. Morgens, wenn nach dem Run, würde ich niemals vor dem Run trinken. Niemals. Das macht euren Magen kaputt. Ihr werdet wahrscheinlich auch so Sodbrennen und sowas bekommen. Deswegen so, wenn, dann überhaupt nach dem Run. Aber morgens schon sehr, sehr nice. Da hat man direkt so ein paar Vitamine, man ist direkt wach. Also da hole ich immer so Stani-Gedöns, Vollkorn, Knusper, Müsli mit Nüssen. Reicht. Das kann man auch sehr gut auf Skier machen, kann man mit Milch essen. Easy going. Honig, ne? Aber ich würde jetzt nicht so einen Honig holen. Ich kaufe den Honig immer vom Imker direkt. Man sagt immer, man muss den lokalen Honig holen, aber das hat einen Grund. Ist aber auch egal. Kauft vom Imker. Würde ich euch empfehlen. Hier nicht diesen Quatsch hier. Ey, kein Front gegen Aldi oder so. Aber ey, ist besser vom Imker zu kaufen. Darauf packe ich mal Lachs, Avocado. Also wie gesagt, es variiert immer. Manchmal auch morgens nur Müsli und dann war es das eigentlich und dann so ein paar Eier. Aber im Prinzip in der letzten Zeit vor allem sehr viel Avocadobrot, Lachsbrot. Was ich jetzt die letzten Male gemacht habe, zum Beispiel jetzt vor dem Berlin-Marathon, auch wenn er nicht so gut war, aber Weißbrot genommen und die dann mit Marmelade und Peanut Butter beschmiert. Habe einen großen Unterschied gemerkt. Also so, ich war nicht im Kaloriendefizit, also ich habe während des Laufens gemerkt, okay, ich habe keinen Hunger, sondern bei mir war einfach Manko. Das Wetter hat in Berlin jetzt nicht mitgespielt, es war verdammt heiß, aber das erzählen auch sehr, sehr viele andere Marathonläufer, den Tipp geben die. So Brot mit Peanut Butter und Marmelade. Also wir sind eigentlich fertig jetzt mit dem Einkauf. Soweit haben wir alles und ich würde euch einfach später noch mal mehr dazu erzählen. Aber im Prinzip war es das. Das sind nur Dailies. Also das ist jetzt nicht das, was ich über den ganzen Tag esse, aber das, was so auf jeden Fall zu Hause sein muss. In der Ramadan-Zeit, in der Fastenzeit, im Prinzip sehr vielfältig. Es ist nicht so, dass ich da jetzt eine Grundvoraussetzung habe, was ich jetzt immer am Tag nehmen muss, aber ich versuche meine Proteine zu mir zu nehmen, weil ich will meine Muskeln noch beibehalten. Ich esse Orangen sehr viele morgens früh, aber ich topfe mich jetzt nicht voll.
Das heißt, wenn ich da so eine Grundnahrung hätte, wäre das einfach nur Skyr mit Honig, Datteln, meine Proteine und dann Wasser. Da versuche ich immer Minimum 1 Liter kurz vorher zu trinken oder Elektrolyte. Bei Elektrolyte habe ich jetzt gemerkt, wenn ich vorher immer Kokoswasser getrunken habe, war das so, dass ich jetzt bei meinen Laufeinheiten zum Beispiel, weil die Laufeinheiten beanspruchen den Körper in meinem Fall jetzt am meisten, vor allem wenn ich Pace Runs mache. Und da habe ich gemerkt, dass ich weniger Durst habe und mein Körper macht dann noch weiterhin mit. Ich habe jetzt die letzten 2 Tage ein paar längere Läufe gemacht, also 25, 30 Kilometer am Stück. Macht eure 1 Stunde Einheit, 45 Minuten, das reicht vollkommen aus. Also ich würde ja jetzt nicht viel mehr machen, aber ich persönlich muss auf meine Kilometer kommen, meine 150 bis 200 Kilometer die Woche und auf meine Gym-Einheiten, Fahrradeinheiten etc. Deswegen muss ich da ein gewisses Pensum an den Tag bringen und versuche da auf jeden Fall meinen Körper so aufzubauen, dass ich jetzt nicht da kollabiere. Findest du es schwer, so Zeit zu nehmen, um halt dich richtig zu ernähren und halt auch gleichzeitig auf diese Einheiten zu kommen? Also findest du das schon schwer zu balancieren? Ja, ein großes Manko bei mir ist tatsächlich Ernährung. Ich ernähre mich nicht perfekt, auch nicht ausgewogen, aber das muss ich jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall in den Griff bekommen. Aber es ist jetzt nicht schlecht. Aber so eine gesunde Mitte oder eine gute Balance zu finden zwischen Ernährung und Einheiten ist schon etwas schwieriger, vor allem wenn du viele Einheiten ballerst. Weil du musst darauf achten, hast du genug im Körper, wenn du jetzt morgens eine Einheit machst, eine Laufeinheit oder dann am Mittag oder am Abend dann eine zweite, eine dritte Einheit machst, muss genug Vorrat im Körper sein. Weil du verbrennst halt extrem viel. Du verbrennst deine 3-4 K pro Tag. Dementsprechend muss das Ganze auch wieder reinkommen, sonst bist du im Defizit. Und jetzt in dieser ich mache ja mittlerweile auch Extremsport, da ist es extrem wichtig, auf seine Ernährung zu achten, weil dein Körper muss fit sein. Wenn du zu wenig isst, wenn du Laufeinheiten, die jetzt ab 10 Kilometer, 15 Kilometer ohne Gels oder ohne Ernährung machst, das hat einen Einfluss auch auf deine Regeneration. Deswegen muss man da schauen, man muss da die Ernährung ein bisschen in den Griff bekommen, Proteine rein, damit der Muskelerhalt noch bestehen bleibt, Vitamine, weil das hat alles einen Effekt auf den Körper und man will am Ende des Tages auch nicht krank werden oder sich eine Verletzungen einfangen. Deswegen, das ist schon sehr, sehr wichtig. Die Balance ist gerade bei mir noch nicht da. Ich finde das schon etwas schwieriger mit der Ernährung, weil Einheiten ballern, das kann ich. Das ist nie ein Problem gewesen. Ich kann meine Kilometer machen. Ich kann 3-4 Einheiten am Tag machen, aber die Ernährung muss man auf jeden Fall in den Griff bekommen und das ist gerade ein großes Manko bei mir, aber ich denke mal, das kommt. Also wir waren gerade einkaufen. Soweit haben wir alles. Ich habe das jetzt hier so mal alles grob hingestellt. Und das ist so, ja, ein paar Essentials, die ich einfach so über den Tag benutze, was ich so daily zu Hause haben sollte. Das ist natürlich nur ein Teil davon, was ich halt daily esse. Es ist noch so breit gefächert, aber so Produkte wie Fleisch, Fisch, die Produkte kaufe ich aber bei meinem Vater im Supermarkt an. Ja, das ist aber grob ein paar Dinge, die immer da sein müssen. Also morgens früh würde ich direkt mit Ingwer anfangen. Also sagen wir jetzt vor einem Run mit Honig einfach zu mir nehmen. Das reicht vollkommen aus. Dann hat man schon ein paar Vitamine. Dann Elektrolyte, auch sehr wichtig. Da trinke ich zum Beispiel immer Zitronenwasser. Das heißt Wasser, dann presse ich so eine Zitrone aus, eine Prise Salz und ein paar Datteln. Man ist laufen gewesen, keine Ahnung, 15, 20 Kilometer, man hat Hunger. Dann würde ich mir Proteine ballern, jeden Morgen. Ich versuche immer so auf meine Daily 100 Gramm Eiweiß zu kommen am Tag. Da dann immer auf natürlicher Basis Eier. Dann Dinkelbrot, einfach toasten. Darauf dann Räucherlachs und Avocado. Klein schneiden, draufpacken, fertig. Ansonsten kann man das dann nochmal variieren. Man könnte nochmal Skyr nehmen, daraus dann eine Bowl machen. Würde ich sagen, das reicht aus. Vor allem dann nach dem Run. Aber es variiert, wie gesagt. Das nehme ich jetzt zum Beispiel in der Fastenzeit sehr, sehr oft. Das mische ich immer mit Honig und ein paar Datteln rein, fertig. Das braucht sehr lange, bis das vom Magen verdaut wird. Deswegen über den Tag super. So ein paar Dailies, was ich immer so zwischendurch auch snacke. Bananen,
Nach dem Run morgens früh auch einfach so eine Art Gemüsebowl machen, ein paar Gurken zurechtschneiden, Tomaten, Paprika, gute Vitamine. Das ist so, was ich morgens abdecke. Das kann man dann auch nochmal sehr, sehr gut mischen. So eine Skier-Bowl kann man auch sogar nach der zweiten Einheit am Vormittag machen oder nachmittags. Das sind einfach so ein paar Dailies. Das auch nochmal mit Skier zusammenmischen, das kann man so essen. Ich glaube, den Fokus setze ich immer auf morgens Frühstück, weil ich finde, das ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Hauptmahlzeit variiert. Da wie gesagt, Fleisch, Fisch etc. hole ich immer bei meinem Vater. Das esse ich dann immer so nachmittags. Oder wenn eine Einheit dazwischen ist, dann abends zum Beispiel. Und mein Go-To ist immer Pasta. Also Pasta ist daily bei mir drin. Ansonsten war es das eigentlich. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Die mehr Rezepte, klickt ein. Ich bin ein brutaler Koch. Ich schwör's, ich bin 10 von 10 Koch eigentlich. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Vlog. Alles gut, let's go.